Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Deus Ex Mankind Divided. Wir haben gerade eine Fälscherin, gestellt und als guter Polizist haben wir ihr natürlich Hilfe angeboten, dabei weitere Leute mit Fälschung zu versorgen. Achso, ich wollte mal auf die Karte gucken. Ich wollte mich dann nämlich langsam Richtung U-Bahnhof auch begeben. Der U-Bahnhof ist da hinten. Okay, gut, dann können wir ja hier Edward und oder Irenka treffen auf jeden Fall. Mit ihm werden wir uns nicht beschäftigen, da werden wir einfach die Polizistin drauf ansetzen. Das wird schon hinhauen. So, wir müssen noch mal gucken, ob sich in der Nähe dieser Straßensperre da irgendwo vielleicht noch eine Polizistin anfindet. Ramor. Ist das offen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Die Werbung läuft. Just because Drahomir looks like a cop doesn't mean he's a real cop. He showed me his credentials. They look pretty real to me. Ah. Bullshit. The guy's a scam artist. Everyone knows it. If you ever find proof of this, I'm with you. You know that. Ah, okay. Not from here, are you? What gives it away? You just walked up to a police officer. And I have this funny feeling you expect something good to come out of it. Da könnte schon was dran sein. I used to be a cop, for what it's worth. Let me guess, not in Prague. And not since the incident. In America, Detroit, a long time ago. I envy you. I look forward to the day that I can say I used to be a cop a long time ago. That bad? If I could do it again, I would be a fireman. No one looks into a fire and thinks, shit, does this one really deserve it? You can just follow orders and feel good about it. Na super. About the repression in this city. Look, I have nothing against your kind, okay? Personally, I mean. But I am on the front lines of a police state. I am a child of my moment in history. Sounds awfully abstract for a cop. To be competent, I have to be complicit. My way of being okay with that is to be abstract. I don't drag human beings from their homes. I drag historical outliers. I don't shoot into unarmed crowds. I fulfill the will of history. Na geil. Super Methoden. You mean the will of those in power? Same difference. I recently got stopped at a fake checkpoint. Heard there was a cop around here who might know what I'm talking about. Draumir, he's a slippery fuck. Pays off all the right people. Provides all these bullshit documents that prove he's legit. Regional inspector, my ass. I'm putting a file together. A file? This guy's dressing up like a cop and harassing hogs in the street. Sounds like 90% of the people I work with. Listen, the right amount of coin in the right kind of pocket, fancy-looking paperwork, those things go a long way in this city. Especially if the perception is that he's not really doing anything wrong. Just giving hogs a hard time. There's more to it than that. That's exactly what I think. Why don't you fill me in? What's Drahomir been up to behind my back? Ja, Entführung nötigen. Das auch, ja. There was a girl named Elena. The way she tells it, she was forced at gunpoint to work for Drahomir. They kept her in a little room and made her forge documents for them. Why didn't she go to the police? She was scared. A lot of people are scared. Yeah, of course they are. Prague's going to hell. The bad cops don't care and the good ones are too busy filling out forms. Fuck it. Drahomir's been pulling this shit for long enough and I'm sick of being told to ignore it. Official police business now. Stay out of it. Da bin ich aber gespannt. That's very interesting. Time to shut it down, Drahomir!
Going in! Wow, was war das denn? Sieht nicht so aus, als wenn die Polizei erst so eine Kontrolle hätte. Na, vielleicht mit der Drohne. Milena, I've got an update on your friend Drahomir. I've seen Drahomir pretend to be many things. My friend was never one of them. It's been taken care of. He's not gonna be a problem anymore. Thank God. I don't know how you did it, but I'm glad you did. Listen, if you ever need documents for something... I'll be fine. Thanks. So, wir plündern hier mal. Oh, Inventar ist voll. Na geil. Ich wollte eigentlich Drahomir noch durchsuchen. Ist das hier Drahomir? Ja, ich gehe mal kurz ins Inventar und schmeiß mal ein paar Sachen weg, die wir echt nicht brauchen. Kann ich das dann wegwerfen? Achso, wahrscheinlich mal einen einfachen Klick. Ablegen. Ablegen. Wir haben auch viel zu viel Bier schon wieder einstecken. Ne? Ein Problem, das ich auch im letzten Spiel schon hatte. Können wir die nicht kombinieren irgendwie? Stacken die nicht ein bisschen besser? Na gut. Schade, ich dachte, wir könnten hier Drahomir noch irgendwas Spezielles abnehmen. Aber zumindest haben wir hier diesen Punkt jetzt frei. Das ist ja auch schon mal was wert. Kann ich noch mal mit der Polizistin reden? Nee, sieht nicht so aus. Still no sign of anything, really. Keep an eye on your corners. Shh. What a place. Ja, jetzt kann ich Damn, wieder mit Hanser. ihr reden. You should be in Golem City with all the rest of your terrorist friends. Blew the whole fucking place up if it was up to me. How did it ever come to this? Hi. So. Und wo haben wir jetzt aber... Hier vorne rechts muss es gleich irgendwo sein. Vincent van Org. Da gehen wir doch mal rein. Studiotasche. Das ist ja nur Kunst oder... Ich dachte, hier gibt es Augmentierung oder sowas. Boah, sehr gemütlich hier. We were machines, sir. But terror and pain have turned us into souls. There is something struggling within. Moments when something enters into us. Thoughts come upon us which are not of us. We feel what we did not used to feel. We hear voices. Teach us to have children so that we may love them. Eine Remus, kleine Theaterbühne. is that you? Are you Renka Bauer? Who are you? Please, take whatever you want. Just leave us alone. Ach, das ist die Renka, I okay. didn't come here to take anything. You haven't? Arenka, she gets very scared. Whatever you've come to tell her, you should first tell me. I am the robot Helena. Arenka is not well. We must shield her. Irenka paid someone to make her an AUG permit. To keep her from being taken to Golem City. That someone wants to come through. Really? If that's true, we'll be very happy. If we can stay in Prague, maybe they'll even...
There was once a great play that predicted so much. Robots, revolutions, the future of mankind. She memorized all of it. It's her way. It's my way of trying to understand. I'll take your word for it. Here. This permit is good enough to fool anyone who takes a look at it. Aber Does this mean I don't have to hide anymore? It's not that simple. You're still in danger. The permit needs to be activated. Otherwise, a routine scan will mark you for Gollum just the same. I don't understand. Sorry, there's no legal way for you to stay here. You should prepare for the worst. We don't know how to prepare. I'll take care of the activation. Just keep a low profile until I can get it sorted out. Thank you. We appreciate it. A world where everyone's treated fairly. And I thought Helena was the one in the science fiction. So, Thomas Bauer an die Renkerbauer. Mache mir Sorgen. Schwesterherz, was soll ich denn noch machen? Ich habe deine Fantasien monatelang unterstützt, aber ich fürchte, es macht alles nur noch schlimmer. Du sprichst für eine Rolle vor, die es nicht gibt und benutzt Roboter Helena, um dich vor der Welt zu verstecken. Ich will dir helfen, Irenka, aber ich weiß nicht wie. Bitte sag mir, was ich tun soll. Ja, Schutzmechanismus. Wir spalten einfach eine Persönlichkeit ab von uns, die das ganze Schlimme dann ertragen muss. Das hier könnte das Stück sein, weiß ich nicht. RUR, Akt 3 von Karel Čapeks, Theaterstück, Fortsetzung. Robot Primus, Helena, ach du Scheiße. Ja, leider mein Tschechisch jetzt nicht so gut. Aber alle, die es lesen können und wollen, bitte, drückt dann einfach auf Pause. So, dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch Akt 1 und 2 irgendwo, ha? Ah, okay. Eine dramatische Komödie in 3 Akten. Das Rollenverzeichnis, Direktor der Roboterfabrik, technischer Leiter. Mal gucken. Steht es bei dem Anne auch in Klammer dahinter? Ich dachte nicht, ne? Leiter Physiologie. Okay, also hier wissen wir, wer die Leute sind zumindest. Mal sehen, vielleicht gibt es bei anderen Dingen auch irgendwie eine Übersetzung oder irgendwas. Nee, leider nicht. Leider nicht. Okay, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein echtes Stück ist. Oder ob das nur hier quasi dieser Teil des Stücks erfunden wurde. So, Irenka haben wir auf jeden Fall. We've been dead a long, long time and are only returning to repeat what we once said. Und dann müssen wir mal auf die Karte gucken. Irgendwo muss ich ja auch Dingsbums noch verbergen. Ja, nur keine Ahnung wo. Ne, von da komme ich. Hier in Richtung U-Bahn wollte ich laufen. Kann ich den Sprint wieder deaktivieren? Einfach stehen bleiben. Was gibt's denn hier noch? Irgendwo gibt es hier noch einen Minimarkt oder sowas. Da unten gibt es auch noch irgendwas. It's payday, asshole. Was? Old man was supposed to be alone. Let's go. Gibt's ja nicht. Schlagen die C ein. Aber hier waren wir auch schon drin, oder? Heard you're sitting. Thank you. Thank you so much for what you've done. Edward. Ja, hat er hier einfach eine Waffe auf unseren Edward gerichtet. Das ist ja nicht. Edward, mit dir wollte ich reden. Thank you. I didn't know what to do. There are not many people a man like me can call on for help. What did they want?
What everybody wants. Money, to feel strong. At first I thought they were here to take me away. Any moment now, they will take me away. Maybe it doesn't have to come to that. Don't get an old man's hopes up. Unless... My daughter? Did she send you? She did, didn't she? Why else would you? Please, tell me. When can I see them? Naja, also tiefer graben. Why would your daughter send me? I thought maybe she and the little one finally decided to help Grandpa with his permit situation. But she probably understands that I need to avoid detection. It is better not to make contact. When was the last time you saw them? A few years. Since the day of the... you know. The day of the incident? The time I ran naked onto a football field as a teenager, that was an incident. This was the work of the devil. He closed our eyes, forced us to see what he sees. Okay, das interessiert mich jetzt aber doch. Ich meine, vielleicht haben die ihn auch einfach ja, aufgegeben quasi oder da hinten hängen Druckerpatronen, glaube ich, an der Wand oder sind tot bei dem Zwischenfall und er weiß es entweder nicht oder will es sich nicht eingestehen, keine Ahnung. That's a long time not to see someone you care about. It's not their fault. My son-in-law, he keeps them away from me because... Well, because... Aha. Because why? What am I, on trial? Soon you'll be judging me just like he did. Like they all did. Judging you for what, Edward? They say I became a monster. In the park. It was during the incident. You were with your family when the signal went out. Darrow's broadcast. Caused all those hogs to lose control. I grabbed the youngest by the wrists. We were spinning. We spun like mad. I don't know where it came from. This exhilaration that wasn't mine. It was reckless, I admit. There were mosquitoes in my brain. There was blood. They say that it couldn't have been me. Someone else must have... A stranger, after I blacked out. Please, tell me you believe me. Tell me it isn't possible that I did that to him. Okay, also wir können jetzt sagen, als das Signal gesendet wurde, haben Optis schreckliche Dinge getan. Einige können sich nicht erinnern, andere wollen sich nicht erinnern. Die Wahrheit ist, dass es möglich ist, Edward. Also sie sind nicht dafür verantwortlich, wir hatten keine Kontrolle mehr. Oder wir sagen, das kann nicht sein, Edward. Sie würden sich erinnern, als das Signal gesendet wurde, haben Augmentierte die Kontrolle verloren. Einige haben unaussprechliche Dinge getan, aber in ihrem Fall, sie gehörten sicher nicht dazu. Ja, keine Ahnung. Wir bleiben mal bei der Wahrheit. When the signal was broadcast, Augs everywhere were made to do terrible things. Things they would never have done otherwise. Some of them can't remember, or choose not to be able to remember. The truth is, yes, it's possible, Edward. But that doesn't necessarily make you responsible. It was out of our control. I said, I tried to tell them. Whatever my hands may have done, my heart did not. But what kind of defense is that? If I can't forgive myself, why should they? One of them is still alive, and whether I ever get to see him or not, I want to remain as close as I can. I want to remain in Prague. Here, this permit should fool anyone at a glance. I remember the officer saying I would have to pay again. Is that true? Nein. No, I'm not here to collect. I'm here to help. I appreciate that. So, what now? Do I have to activate something? I can put on my nice coat if necessary. If I have to wait in line, I'll wait in line. I don't complain. The situation's a little less legal than that. Oh. Do you need me to break in somewhere?
I'll take care of it. Just try to keep a low profile until I figure out how to validate your number. All right, I can do that. I will wait here. Vollständigkeitsfanatiker. Ach so, weil wir alle Elena, I met Gesprächsoptionen. with both those dogs you made permits for. Now what? There's a computer at the government kiosk that handles the augment permit registry. You'll have to access it, quote unquote. You mean break in? The code to the server room is 6788. Be careful, there may be other forms of security. All right, I got it. Ja, okay, wo müssen wir hin? Wo soll dieser Raum sein? Ah, da hinten, okay, da müssen wir erstmal mit der U-Bahn fahren. Und dann kümmern wir uns aber erstmal um unsere Hauptmission hier, würde ich sagen. Da müssen wir auch irgendwann mal hin. Ach, da hinten war die Kirche des Maschinengotts, wo es runtergeht. Und da gibt es auch noch Bier und... Ja gut, damit beschäftigen wir uns wann anders. Wir fahren erstmal zur Arbeit, da werden wir schon erwartet irgendwie. Aber gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Wir könnten jetzt hier natürlich ordentlich Unsinn machen. Schauen wir mal, was gibt's denn hier? Verzögerung, mehr Geld erforderlich. Ja, toll. Lieber Herr Edward Brott, dies ist eine Erinnerung an die Vereinbarung, die Sie mit dem offiziellen Amt für Anonymisierung getroffen haben. Ihr Wunsch nach Verlängerung Ihres Status ist als legaler, ist aufwendig und kostet jetzt mehr Geld. Ich schicke Männer zu Ihnen und Sie werden sie bezahlen. Inspektor Draumir Konitschki, offizielles Amt für Genehmigungen und Genehmigungsfragen. Ja, super. Sympathischer Mensch. Der jetzt aber tot ist. Ein E-Book. Global Politics Review, Ausgabe 2029, Kapitel 8, Afrika. Haben wir schon gelesen. China und so weiter und so fort, ne? Ja, haben wir schon gelesen. Afrika. Wissen wir Bescheid. Maschinenpistole brauchen wir nicht. Kann er behalten. So, wir gehen jetzt endlich runter in die U-Bahn. Würde ich sagen. Okay, und wir können hier entweder uns in die Schlange für natürliche Leute anstellen, die ist viel kürzer. Oder wir nehmen die für augmentierte. Das dauert ein bisschen länger. Keeping an eye on you, Aug. Na klar. Might freeze to death. These papers are out of date. I got... Papíry, prosím. This is getting to be a real pain. Chvilku strpení, prosím. Skenuju. Co pak tady máme? OK. Žádný problémy? Tak jo, Augu. Můžeš jít dál. Ja, danke schön. Ja, gemütlich diese U-Bahn hier. Everything seems to be in order. We won't Hi. push you aside. Oh, Good afternoon, sir. My name is Felice Allman, and I represent the Santo Group. We're Oh, looking God. for able-bodied, augmented persons like you to help us create the future. das habe ich auch schon mal bei Panchea gehört. Don't take this the wrong way, but this might be the wrong town to hawk a dream of the future in. Don't you think it's exactly the right one? Prague, a city with no respect for the choices its citizens made to become augmented. The choice you made. And you're going to tell me Santos found a city that does respect us. We're making it. You can't deny the world has to change. For the better this time. Augmentations helped us take great steps before. And we can do it again. In Rabia. A concept city. 3D printed, beyond state-of-the-art. A symbol of evolution. In the deserts of Oman, I've seen the news stories.
But Santo's not a charity, and I don't think your stakeholders are philanthropists. That's why they've asked people like me to spread the word, to make an offer. Incentive-driven employment for any augmented person. You'll get a sponsored work permit for the duration of the city's construction. Und dann? And after that? A guaranteed place in the residency lottery. Ah, geil. Tja, was nehmen wir denn? Also wir können jetzt zynisch sein und sagen, sie wollen, dass Optis sich eine Zukunft verschreiben, die im Labor entwickelt und in der Wüste hergestellt wurde. Das ist utopisch. Oder wir können pessimistisch sein und sagen, die Zukunft kann nicht von einem Konzern hergestellt und für viel Geld verkauft werden. Das wissen Augmentierte nur zu gut, ja, wenn dem mal so wäre. Oder wir können optimistisch sein und sagen, schön, dass sie an diese neue Zukunft glauben, die sie verkaufen, aber Augmentierte wollen dieselbe Zukunft wie alle anderen. I appreciate that you believe in what you're selling, this new future. But the future the augmented want is the same as anyone else. And the world won't allow it! I'm sorry. I'm not supposed to. Santo is the only corporation in the world to increase its augmented workforce in the past 2 years. Did you know that? That must be convenient for a construction business. It's the opposite. Our CEO's life has been threatened for supporting the legitimacy of augmented people. But he, Mr. Brown, understands that the augmented saw the future early and rushed to meet it. Okay. Ja, was eigentlich mit diesem Utolek-Komplex ist, interessiert mich jetzt aber I echt thought the mal. Utolek complex was Santo's future for the augmented. From what I've heard, it didn't go to plan. Not to our plan. Utolek was supposed to be a low-cost, high-volume housing solution for transient workers. It was never meant to become what it has. And why didn't Brown step in? Doesn't look good to have your name associated with an aug ghetto. It's out of our hands. Since the incident, it's been run by the Czech state and their police. That will never happen with Rabia. Mhm. Da wird es die Regierung von Oman sein. Super. So this incentive program, positioning Rabia for the Augs, it's all on Nathaniel Brown? Everything. The industrial printing of the city, the archaeological design, the recruiting drive, even the street teams. Mr. Brown met us personally to sign off on us. Would you believe it? Yeah, I think I would. Archaeological? Architectural ecology. Rabia is zero footprint, fully self-sufficient. It is not just his solution for the augmented, it is his solution for cities. It is visionary. There is no other word for it. Right. Unfortunately, most of the visionaries I've met were so busy chasing their grand plan, they lost sight of the little people. Tja, eine Archäologie und zu Weihnachten übernimmt dann eine KI die Kontrolle und tötet alle. Kennen wir ja schon. What guarantee do I have that life in Rabia is different than the segregation here? Or is that a lottery too? Santo is the guarantee. We keep the rights to the city in perpetuity, never handing it off to people who want the augmented out of sight and out of mind. But that's still exactly what you're doing. A city in a bubble, born from fear between augmented and non-augmented. There have always been divisions in society. There always will be. That's why there are walls. Someone has to build the walls, and that's Santo. Was? Ich bin gegen Mauern. You've given me a lot to chew on. I can't sign up with you on the spot. Just consider it. What I've told you. I'm not trying to sell you the e-brochure of Rabia. You've seen it all anyway. They're just pictures and holograms. I want you to believe in the place. Ja, die Frau ist nicht so richtig überzeugend. Macht den Job nicht richtig gut, finde ich. Okay, wenn wir uns da durchhacken, haben wir wahrscheinlich gleich Santo and Ärger. augmented people just like you are creating the future together.
Can you spare anything? I just need a little. So, kommt ja auch irgendwann eine U-Bahn oder... Ich weiß auch nicht. Ach, und für Augmentierte gibt es extra. When you wish upon a star. What? The song. It's in my head. Ah, darf nur It makes Personal me rein. think of the old puppet shop. You remember the one when we were kids? Go back. That's it. Go back. Frage ich mich natürlich, was es da gibt. Warum da nur Personal rein darf. Gibt scheinbar erstmal nicht viel. Und hier kommen wir dann über den Bahnsteig. Na, ist ja spannend. Das irgendwas? Komme ich da irgendwo hin? Ah. Da hinten geht's weiter. Auf die Toiletten kommen wir da. Na toll. Ich meine nicht, dass Toiletten jetzt nicht wichtig wären oder so, aber... nicht so spannend. So, wie sieht es denn aus mit einer U-Bahn? Könnten wir da einfach mal eine kommen lassen? Achso, ich muss ja auswählen, wo ich hin möchte. Okay, da gibt es noch eine nach Sissach sollen wir. Wir sind jetzt hier. Achso, das hier ist auch in. Nee, aber wir wollten da ans linke Ende von diesem. Da haben wir noch der Pilgerbahnhof, Monumentbahnhof. Papiere validieren. Ah, dafür sollen wir dahin. Okay. Wir werden erstmal zum Palisadebahnhof reisen. So, und das nächste Mal, wenn wir U-Bahn fahren, werden wir mal den Trip für Augmentierte nehmen. Mal gucken, wie sich das unterscheidet. Wir sind ja heute einfach so durchgekommen, kurze Papierkontrolle, alles cool. Gucken uns ein bisschen furchtsam an, weil wir offensichtlich augmentiert sind. Aber wir werden immerhin nicht angepöbelt. Tja, die Ladezeit scheint nicht so lang konzipiert worden zu sein eigentlich. Ich finde, das Spiel hat generell ein bisschen lange Ladezeiten. Meine hätte ich gesagt nicht störend lang, aber so langsam reicht es dann doch. Ja, wir sind ein bisschen unbeliebt hier. Also die Abneigung gegen Optis. Nicht nur vom Staat aus. Oder die Abneigung gegen Optis. Zasranej auk ve vagonu pro naturály. Chcete snad vyvolat paniku? Ukažte mi papíry. Dělejte, nebo vás seberu. I don't have time to waste with this. Make it fast. Vemte si je a vypadněte. Až příště pojedete metrem, použijte vagon pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Okay. Das war also die Konsequenz des Ganzen. Interessant. Tja. Da hinten könnten wir mal hacken, wenn gerade keiner hinguckt.
was hier definitiv öfter der Fall zu sein scheint. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels, und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.